Guys, I just realized this is vlog number 365. So there is over 1 year of vlogging right now going on. Number 365. Hey, what's going on? Welcome to the Seabird vlog. I'm going to the Museum of Economics because there are some interesting events today. Bevor ich mich bei Magister Lasinger bedanke für die kurze Einführung, muss ich all denen, die jetzt erst gekommen sind, sagen, dass wir gerade unsere Jahresbroschüre Österreichs Wirtschaft im Überblick ein bisschen vorgestellt haben, die immer am 1. September jedes Jahres auf den Markt kommt sozusagen. Ist ganz gescheit, weil sie damit Österreichs Wirtschaft im Überblick in sich haben, intus haben sozusagen. Ja, also sollte eigentlich jeder Österreicher haben. So, Sie müssen sagen, dass schon 10 verkauft worden sind und nur noch ein paar Exemplare da sind. Ich will ja sagen, am Mittwoch, den 12. Oktober, kommt um 17 Uhr der Gouverneur Nowotny und um 19 Uhr die Brigitte Edra über die Zukunft Österreichs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie nochmals ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung über unseren Themenabend Industrie 4.0 und ich möchte Ihnen zunächst Frau Magister Isabella Meran-Waldstein vorstellen. Sie ist Expertin der Industriellen Vereinigung. Sie ist als stellvertretende Bereichsleiterin tätig und leitet den Bereich Infrastruktur und Innovation. Und in diesem Bereich ist gerade dieser Umbruch Industrie 4.0 ein großes Thema. Es ist auch ein Thema, das die Industriellen Vereinigung als Interessensvertreter von Arbeitgebern immer wieder beschäftigt und immer wieder fährt. Ich freue mich, dass sie heute zu uns gekommen ist und bitte um einen Applaus für sie. Ich möchte Ihnen ebenfalls vorstellen, Frau Universitätsprofessorin Dr. Sabine Seidler. Frau Dr. Seidler ist eine Werkstoffwissenschaftlerin. Sie hat sehr viel publiziert zu ihrem Fachgebiet, diesem wichtigen technischen Studium. Aber was vor allem besonders erwähnenswert ist, Frau Professor Seidler leitet als Rektorin die Technische Universität Wien. 4 Hauptthemenbereiche, die uns als Arbeitnehmerinteressensvertretung, aber auch die Wirtschaft, die Arbeitgeber, alle anderen gesellschaftlichen Gruppierungen massiv beschäftigen. Das ist das Internet der Dinge, das ist das Internet der Dienste. Ja, es ist das, was unter den Themenbereich Industrie 4.0 firmiert, aber es ist vor allem der große Themenbereich einer völlig neuen Generation von Robotik und von künstlicher Intelligenz. Vorweg einen Satz sagen, der Sie vielleicht verwundert, dass er von einem Gewerkschafter kommt. Die entscheidendste Frage wird für Österreich, aber vor allem auch für Europa sein. Das sind die nächsten Umfelder, unser Land und Europa. Die entscheidende Frage wird sein, schaffen wir es, dass wir den Anschluss an die Digitalisierung nicht versäumen. Und diese Studie hat eigentlich untersucht, wie sich Digitalisierung, wie sich Automatisierung auf bestimmte oder eigentlich sehr viele Berufe auswirkt, mehr oder weniger, fördernd oder ersetzend, was immer auch. Und ich kann daher nur die Kernaussagen sagen, weil die Studie wurde natürlich für die Vereinigten Staaten von Amerika angestellt. Und da geht eigentlich die Kernaussage in die Richtung, dass 47% der Arbeitsplätze
haben ein großes Automatisierungspotenzial. Dass ich Produkte nicht in der Massenserie herstelle, sondern jedes Produkt auf Request für den Konsumenten sein Produkt herzustellen. Sagt jeder, wo gibt's denn das? Na ganz einfach, bestellt halt ein Auto. Geht's rein im Car-Configurator und stellt euch ein Auto zusammen. Dieses Auto wird für dich persönlich gefertigt. Da gibt's kein zweites Modell in der Zusammensetzung mit den Extras. Deswegen hat es die Ford Licité nur in der Farbe Schwarz gegeben, obwohl die Werbung man kriegt es in jeder Farbe, in einheitlicher Ausstattung. Wie ich ihren Führerschein gemacht habe vor 30 Jahren, habe ich noch Autofarben 3 gehabt und 2 Ausstattungspakete vielleicht. Heute kannst du wählen, was du willst. Und die Automobilindustrie war immer ein Frontrunner in dem Bereich, das nimmt in allen anderen Bereichen zu. Du produzierst auf Bedarf. Nur, es geht ja noch viel weiter. Das 3D-Printing wird dir erlauben, dass auch im kleinsten Maßstab, gemeinsam mit dem Internet of Things, es möglich ist, Produktionsstätten in ganz kurzer Zeit umzurüsten. Das heißt, du kannst auf die individualisierte Herstellung gehen. Das ist der Produktebereich. Der Dienstleistungsbereich wird noch viel weitergehender sein. Du wirst ja angefangen, die Leute der Notlage ohne Jobs, dass sie über Shared Economy irgendwas zum Überleben suchen. Und wir haben den Anfang, schaut mal bei Airbnb an, wie viel Wohnraum vermietet ist. Auch nichts Neues, 19. Jahrhundert Bettgeher war auch so ähnlich. Das geht in jedem Bereich weiter. Uber Pop ist nur der Anfang. Und bevor die Privatperson aber wen mitnehmen können als Taxifuhrleistung, wird schon das Taxi ohne Fahrer daneben noch billiger fahren. So that was it with the Museum of Economics interesting event about Industry 4.0. Very interesting guys there on the podium. Somebody, like one was a member of the parliament, one was by the ÖGB, by the trade union, and from the Industriellen Vereinigung by the industry association. So yeah, cool discussion. Concerning the topic Industry 4.0, I mean, obviously we are going to be experiencing a lot of like different forms of, I don't know, technology in the future. Obviously more robots and, I don't know, self-driving cars. And in Singapore you can already use taxis which are self-driving, and Amazon sends packages before you even buy them. They start with algorithms that can know, or not know, but are in like very high percentage. They can tell if you are going to buy this and start already like sending it to you. So interesting things happening there. And of course this is going to be go with problems, like problems in the employment sector. Of course, I mean, all the taxi drivers, all the guys who are driving trucks, like in the transport business, there's gonna be a lot of unemployment if this automatization comes. So that's something we have to prepare for. I totally agree. But I don't see this, I mean, I see this, but I don't see this on a big scale. I don't see this as a problem. Of course, on the individual scale and for some regions maybe this is a big problem, but on the big scale, what the critics almost every time forget is that a market has two sides. The technological progress is limited by the customers, actually. A company which makes some technological progress has to sell their products. If they cannot sell them, they are not existing anymore. So the technological progress is not like hanging in the air. We don't have technological progress just for the progress. And that's something which the critics almost every time forget. That a market consists of producers and buyers. So if there's technological progress on the producer side, they still need buyers. And buyers are employees. So imagine we would, like, I don't know,
we wouldn't have any employees anymore, then the companies wouldn't sell anything and wouldn't exist anymore, and the technological progress would be obsolete. So it doesn't work like this, that we are gonna reduce all the employment on the whole world and some people are gonna be really rich. They cannot be rich if nobody buys this. So that's why, if you look into the past, we had a lot of technology and a lot of progress there and are still working. So the work doesn't disappear. It's just simply wrong. In the long run, of course, and on big scale. That's my opinion on this. Okay, but awesome that the Museum of Economics provides such really high-level discussions. Really cool thing, I think. Alright, now I have to prepare for tomorrow, because tomorrow I'm gonna work for my dad's company again.